und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mike's Musical World. Man sagt ja, ein guter Auftritt beginnt mit einem großen Hallo. Bei dieser Dame beginnt er mit einem so großen Hallo, dass daraus gleich ein ganzes Welthit-Musical geworden ist. Denn wenn einer Frau eine Showtreppe herunterschreitet und ein komplettes Kellnerensemble in Ekstase gerät, dann kann das nur eine sein: Dolly Gallagher Levi, Heiratsvermittlerin, Lebensberaterin, Geschäftsfrau und Meisterin darin, überall ihre Hände im Spiel zu haben. Kurz gesagt, die Frau, gegen die jede Dating-App wie ein feuchter Händedruck wirkt. Hello Dolly. Das ist Broadway in Reinkultur. Musik und Liedtexte von Jerry Herman, das Buch von Michael Stewart, uraufgeführt 1964 und damals mit sagenhaften 10 Tony Awards überschüttet. Louis Armstrong machte den Titelsong unsterblich, Barbra Streisand tat 1969 auf der Leinwand ihr Übriges. Jetzt aber, im Sommer 2026, feiert dieser Dampfer der guten Laune erstmals in der Geschichte der Gandersheimer Domfestspiele Premiere. Und zwar vor der wohl ehrwürdigsten Kulisse, die man einem Broadway-Stück zumuten kann: der über 1000-jährigen Stiftskirche. Und darum geht's. Ein grantiger, gut betuchter Futtermittelhändler sucht eine Ehefrau. Er engagiert eine Heiratsvermittlerin und die hat, sagen wir, ganz eigene Pläne mit diesem Auftrag. Dazu 2 ausgebüxte Ladengehilfen, ein Hutsalon, ein Nobelrestaurant, jede Menge Verwechslungen und Ohrwürmer, wie das legendäre Hello Dolly. Und im Zentrum dieses Wirbelwinds steht in Bad Gandersheim eine Frau, die dem Publikum längst ans Herz gewachsen ist. Nicht umsonst hat sie den Roswitha-Ring gleich 2-mal in Folge geholt. Wie man zur wohl umtriebigsten Heiratsvermittlerin der Musical-Geschichte wird und was diese Rolle mit ihr macht, das erzählt uns gleich Nadine Kühn als Dolly Levi selbst. Und falls euch der Appetit auf Hello Dolly jetzt gepackt hat, das Stück läuft ab dem 3. Juli 2026 den ganzen Sommer über bei den Gandersheimer Domfestspielen vor der Stiftskirche. Lasst uns gern ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und jetzt Vorhang auf für Hello Dolly. Nach der Premiere von Hello Dolly treffen wir die Hauptdarstellerin der Dolly, Nadine Kühn. Hello Nadine. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, das hast du wunderschön gesungen. Also herzlichen Glückwunsch zur Open-Air-Premiere dieses Kultmusicals. Vielen, vielen Dank. Darf ich dich auch noch passend, du siehst eh schon so wunderschön aus, aber darf ich dir noch passend einen kleinen Dolly-Hut aufsetzen? Das ist ein Dolly-Hut? Zauberhaft, ja. Ja, ob der hält, weiß ich nicht. Ich halte ihn dir hier fest, guck mal. Ich muss ganz vorsichtig sein. Du siehst so schick aus, auch mit der Krawatte. Ich glaube, ich halte ihn dir fest. Okay. Na gut, also Nadine, du bist Musical-Darstellerin, Sängerin und Schauspielerin und hast bereits mit 15 Jahren in der Komödie wie jedes Jahr Ibiza gespielt. Sag mal, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Du, das ist eigentlich ganz witzig gewesen. Damals, 1900 hast du nicht gesehen. Egal. Da standen tatsächlich noch so Sachen in der Zeitung. Also es war wirklich so, dass in der Zeitung stand, dass Leute gesucht werden für das Musical wie jedes Jahr Ibiza und dass professionelle DarstellerInnen und auch
professionelle Darstellerin sein. Und du warst damals noch semi? Genau, ja. Ich war semi-professionell, aber 100% begeistert. Und bin dann hin mit 15. Das war super aufregend für mich. Ich habe was gesungen, ich habe was vorgespielt und dann durfte ich da mitmachen. Wunderbar. Du hast in Oberhausen in Vom Geist der Weihnacht gespielt, warst Audrey im Horrorladen, Annette in Saturday Night Fever, Bibi Blocksberg, aber du bist auch international unterwegs als Jenny in Hair durch Europa getourt. Und ich kenne dich als Ensemblemitglied, als Fulda bei Die Päpstin und Bonifatius und wo noch überall. Du warst ja wirklich viel unterwegs. Ja, natürlich. Ja. Schade, dass ich dich international nicht mitnehmen konnte. Na also wer dir auf Instagram folgt, weiß, dass du mit Michael Moore verheiratet bist, der ebenfalls Musicaldarsteller ist. Ist das schwer, diesen Job als Ehepaar unter einen Hut zu bekommen? Ja, das ist schon nicht so leicht. Ja, also, unter einen Hut. Ja, unter einen Hut. Den kann ich leider nicht absetzen, da sind 3000 Nadeln drin. Ist schon okay. Ja, das ist natürlich spannend, weil man teilt die gleiche Leidenschaft und man versteht natürlich viele Dinge viel besser. Man muss nichts erklären, aber ja, jetzt ist Michael gerade bei We Will Rock You für ein Jahr in Stuttgart und ich bin jetzt hier und davor habe ich in Köln Himmel und Kölle gespielt. Das heißt, wir müssen immer schauen, dass wir es zusammen gut planen, dass wir uns sehen. Aber das klappt ganz gut. Okay. Ihr habt auch schon einige Male gemeinsam in Produktionen gearbeitet. Ist das ein Privileg oder kann man darauf hinarbeiten? Das ist großartig. Ja. Also, falls jemand für uns einen Job hat, wir arbeiten gerne im Doppelpack. Nein, also es ist wirklich toll, weil man natürlich dann wirklich auch zusammen sein kann und nicht planen muss, okay, wir haben einen Montag frei und an diesem einen Montag muss man von Stuttgart nach Bad Gandersheim, sondern man kann dann wirklich sagen, wir arbeiten rund um die Uhr zusammen und können aber dann auch mal unsere Hobbys machen, ohne zu sagen, entweder machen wir heute Sport oder wir fahren 6 Stunden nach Stuttgart. Ja. Eine Produktion war Jesus Christ Superstar in Amerika mit dir als Maria und Michael als Jesus. Ja. Traut man sich das als deutsche Musicaldarstellerin so im Ausland oder hilft da göttlicher Beistand vom Ehemann? Also ich kann dir sagen, göttlicher Beistand vom Ehemann war wirklich, wirklich notwendig. Ich war sehr aufgeregt. Das kann ich mir vorstellen. Das war eine großartige Erfahrung. Also ich habe gedacht, ich aus Mülheim an der Ruhr gehe jetzt einfach mal nach New Orleans, nach Amerika über den großen Teich und darf so eine große, tolle Rolle spielen. Okay. Aber das Team war so nett, der Regisseur war so toll, der ist so auf mich eingegangen. Wir haben ein riesen Orchester gehabt, das war so eine tolle Erfahrung. Also ja, mein Herz ist voll, es war ganz, ganz zauberhaft. Ihr beide teilt ein weiteres Hobby und das ist die Faszination für die Welt von Walt Disney, oder? Ja! Ja, ich weiß alles. Du weißt wirklich alles. Du musst doch mal mitkommen. Wir reisen natürlich auch ins Disneyland. Wir waren jetzt vor kurzem noch in Hongkong in Disneyland. Oh, ja, das ist ein bisschen weit. Ist ein bisschen weit. Ja, vielleicht schaffen wir mal Paris. Ja. Erstmal Paris, dann Hongkong. Wir sind große Disney-Fans, weil das ist was ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, was er aus seiner Kindheit mitgenommen hat, was wir in unser Erwachsensein weiterleben. Wenn Disney dir jetzt anbieten würde, alte Disney-Trickfilme als Realverfilmung neu zu drehen, welche Top 3 Disney-Prinzessinnen würdest du gerne spielen und warum? Oh! Ja. Oh! Ja. Fangen wir hinten an. Okay. Platz 3? Ich habe 3 schon mal gut. Ja. Müssen es Prinzessinnen sein oder könnte es auch eine Fee sein? Eine Fee? Ja, erzähl mal. Erzähl mal. Also ich glaube, Tinkerbell fände ich ganz spannend. Okay, weil die ist so ein bisschen, Peter Pan, okay. bisschen frech, ein bisschen, sie weiß, was sie will. Ja. Ich finde das ganz spannend. Und ich glaube, Elsa ist natürlich toll. Ja. Hat tolle Lieder, hat tolle Outfits, auch eine starke Frau, die weiß, was sie will. Los. Ja, du lässt los Ja. und ich auch. Also das wäre toll. Und Nummer 1? Nummer 1, ich glaube, wäre Rapunzel. Mein Favorite Sidekick ist nämlich Pascal, dieses kleine Chamäleon. Einfach großartig. Immer Lass mir trocken. dein Haar herunter. Ja, warte, 3000 Nadeln, ich fange an. Nein. Und hat dein Mann auch einen Lieblingscharakter? Ja. Ja. Und zwar von Lilo und Stitch. Okay. Na super. Kommen wir nach Bad Gandersheim. Du spielst hier bereits seit 4 Sommern, 2023 in My Fair Lady, 2024 in Bonnie und Clyde und 2 Jahre hintereinander die Agneta in der ABBA-Revue Dancing Queen. Dazu 2025 auch June Carter in Walk the Line und Fräulein Kost in Cabaret, wo ich dich letztes Jahr hier bereits sehen durfte. So, aber wie bist du denn nach Bad
Bad Gandersheim eigentlich gekommen? Dein erstes Casting war eine nachträgliche Audition oder wie war das? Ja, genau. Also du bist ja wirklich gut informiert. Ja, du bist ja überall. Da muss ich mal gucken, wo du immer so steckst, wenn ich unterwegs bin. Genau, es gab eigentlich ein Casting und ich hatte mich da beworben, aber die Deutsche Bahn, liebe Grüße gehen raus, hat leider nicht so funktioniert, wie ich wollte. Es war Schneefall, es ging irgendwie nicht gut durch und dann konnte ich nicht kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr habt 2 Tage Casting, das heißt, ihr werdet sicherlich tolle Menschen sehen und es sind ja auch immer viele, ich weiß nicht, 300 Leute, die bestimmt zu den Castings kommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich werdet ihr dann schon Leute gefunden haben, aber falls ihr nochmal sucht, schreibt mich gerne an. Und dann schrieb mich Patty Martin und Jennifer Traum, die schrieben mich an und haben gesagt, hey, wir brauchen tatsächlich noch eine Agneta, möchtest du nicht vorbeikommen? Und dann bin ich zur Folkwang-Universität in Essen, weil das war am nächsten für mich und dann habe ich mit Patty nochmal eine Nachaudition gemacht und wir haben es so gut verstanden von Anfang an, wir haben super viele Lieder gesungen, ich glaube, Patty hatte so Bock, die hat gesagt, hey, was kannst du denn noch und lass mal so jammen und machen wir mal ein Konzert. Ich glaube, ich habe 10 Lieder gesungen, wir haben super viel gequatscht und danach war eigentlich klar, wir haben eine gute Verbindung und wenn Achim Lenz auch fein damit ist, dann geht's für mich nach Bad Gandersheim. Okay, das ist doch schön. Das Publikum liebt dich auch, denn du hast bereits 2-mal hintereinander den Roswitha-Ring der Stadt Bad Gandersheim als beliebteste Schauspielerin verliehen bekommen. Das hat vor dir nur eine andere Darstellerin geschafft. Sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Preis und wer ist diese Roswitha? Wer ist diese? Roswitha ist eine Schriftstellerin gewesen, also und sehr, sehr, sehr bekannt und auch hier aus Bad Gandersheim. Und deswegen ist dieser Preis auch so toll, weil man als Frau quasi hier so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es ist ja einfach so, dass in den meisten Stücken, wie man es leider kennt, im Musical, im Theater, immer viel mehr Männerrollen hat, weil alte Geschichten erzählt werden, wo einfach früher viel mehr Männerrollen geschrieben wurden. Und jetzt wurde gesagt, hey, achtet doch mal ein bisschen auf die Frauen, dass die Frauen noch so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden und deswegen darf da jedes Jahr jemand gewählt werden. Und Miriam Schwan, eine ganz liebe Kollegin, die hat auch schon 2-mal den Ring gewonnen und ich durfte den jetzt auch 2-mal schon mitnehmen. Das ist so der Preis für die beliebteste Darstellerin, ein Publikumspreis sozusagen. Aber man muss sagen, es sind alle zauberhaft hier und wir verstehen uns alle gut, deswegen ist es immer so schwer, so schön es auch ist. Es ist auch immer sehr schwer, wenn nur eine ihn bekommen darf. Ja, natürlich. Und in diesem Jahr spielst du die Heiratsvermittlerin Dolly Levi. Und was für ein Kostüm. Pretty in Pink, würde ich sagen. Beziehungsweise lila ist das eher. Findest du nicht, ich sehe aus wie so eine Linzer Torte? Auch so ein bisschen. Wunderbar. Ja, lecker zum Anbeißen. Aber für eine Witwe, sag mal, bist du doch eigentlich viel zu jung. Aber eigentlich bist du in bester Gesellschaft. Als die Dreharbeiten zum Film von Hello Dolly mit Barbra Streisand begannen, war die Dame auch nur 26 Jahre alt und hat immer gesagt, sie wäre für die Rolle viel zu jung gewesen. Sag mal, wie stehst du das eigentlich? Wie siehst du das bei dir? Also als ich die Rolle angeboten bekommen habe, als Achim Lenz und Jennifer Traum vor mir saßen und meinten, was hältst du davon, wenn du diese Rolle spielst, habe ich natürlich auch sofort gesagt, wird die nicht eigentlich immer älter besetzt? Aber wir haben dann auch recherchiert und haben gesagt, im Film, Barbra Streisand war Ende 20, Bette Midler am Broadway hat Ende 60, Anfang 70 gespielt, also die Range ist ja der Wahnsinn. Dazwischen, genau. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass Dolly Levi eine Witwe ist und damals um 1890er in diesen Zeiten hat man ja auch sehr früh schon geheiratet und selbst wenn jemand Mitte 30 ist zum Beispiel oder Mitte 40, kann jemand ja schon lange mit jemandem verheiratet gewesen sein und wenn die Person dann geht, ist man ja trotzdem dann Witwe, dann hat man vielleicht nicht 40 Jahre zusammen verbracht, vielleicht hat man 20 oder 25 Jahre miteinander verbracht und wir haben halt versucht, ein bisschen das Geldthema rauszunehmen, dass Dolly nur Geld will, sondern dass Dolly eine Herausforderung sucht und nicht mehr alleine sein möchte und Horace Vandergelder ist eine Herausforderung, weil Dolly lässt natürlich so ein bisschen die Puppen tanzen, so ein bisschen, zieht natürlich so ein bisschen die Fäden, aber alles aus einer guten Motivation. Sie mag es, wenn Leute sich wirklich verlieben, also sie packt keine Leute zusammen, die nicht zueinander gehören sollten. Und als sie dann merkt, dass sie selber eigentlich auch jemanden möchte wieder. Und Ephraim war ihre große Liebe und das dauert ja auch, bis man da abgeschlossen hat. Ja, das hast du sehr schön gespielt. Vielen Dank, wunderbar. Und dann zu sagen, okay, ich entscheide mich für jemanden neu, aber wer ist mir denn auch gewachsen? Das muss jemand sein, der mir Widerworte gibt und der mich im Alltag challenged. Und das ist Horace Vandergelder und das haben wir versucht, gemeinsam mit Rita Sireinig herauszuarbeiten und ich hoffe, dass das geklappt hat. Ja, doch, auf jeden Fall. Also, du beschreibst Dolly als Self-Made Woman. Yes. So ist deine Dolly. Gibt es da Parallelen zu deinem Leben oder zu deiner Lebenseinstellung?
Ich glaube schon. Ich glaube, man kann viel selbst in die Hand nehmen. Sicherlich haben auch viele Dinge mit Glück zu tun oder mit Umständen. Ja, dass du hier gelandet bist. Genau. Also es sind natürlich viele Umstände, die irgendwie zusammenpassen müssen. Aber ich glaube schon, dass man sein Glück selbst in die Hand nehmen kann und dass, wenn man an das Gute glaubt, und ich meine das gar nicht so in so einem cheesy Sagen, sondern wenn man an das Gute glaubt und was Gutes möchte, dann wird am Ende immer irgendwas Gutes rauskommen. Vielleicht nicht immer so, wie man es will, aber so, wie es dann sein soll. Ich habe jetzt doch noch ein paar Fragen, auch wenn das jetzt so schöne Schlussworte schon waren. Hat man denn Respekt vor einigen ikonischen Nummern, zum Beispiel Before the Parade Passes By? Ja, total. Also das sind tolle geschriebene Songs. Ja. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, die sind so wunderschön für die englische Sprache geschrieben. Natürlich. Und die dann zu adaptieren aufs Deutsche und trotzdem die gleiche Bedeutung zu haben und es genauso zu fühlen, das muss man anpassen. Aber ich glaube schon, dass das gut gelingt. Und ich glaube, wenn man mit Herz dran ist und so ein bisschen die Emotionen leiten lässt, dann sind die Songs ein bisschen einfacher, als wenn man ganz systematisch daran geht. Was ist denn dein absoluter Lieblingsmoment in Hello Dolly und warum? Also Before the Parade Passes By, also hier, ich lasse die Musik nicht vorbei, ist ein toller Moment, weil für Dolly einfach ganz kurz mal klar wird, ich schließe mit meinem alten Leben ab und ich gehe weiter nach vorne. Und das ist so ein richtiger Moment, wo sie einfach alles fühlt und sagt, jetzt geht's für mich voran, meine Liebe wird immer bei mir sein, aber ich werde weiter ins Leben gehen und werde weiter tolle Momente für mich und für andere Menschen schaffen. Ich glaube, dass das ein sehr starker Moment ist, aber ich liebe auch den Hutladen, die ganze Szene mit den ganzen Kollegen und Kolleginnen, also diese ganze, wenn Horace reinkommt und Minnie ist da und so Irene ist da. Verwechslungskomödie. Liebe ich, mag ich total gerne. Weißt du, was ich mag? Was? Hello Dolly. Ach, ja, schön. Das ist so ein schöner Song. Und sowieso in diesem ganzen Restaurant und in diesem ganzen Ambiente, das finde ich schon sehr schön. Da wird's ganz schick, ne? Ja, habt ihr hier auch sehr schön gemacht. Danke sehr. Also das ist eben, was ist denn das Besondere an dieser Open-Air-Inszenierung? Was würdest du sagen? Du, in erster Linie das Wetter. Das Wetter? Ich kann dir sagen, wir haben geprobt bei fast 40 Grad auf der Bühne, da ging kein Lüftchen. Ja. Das ist eine Herausforderung. Wir haben geprobt im Regen und ich kann dir auch da sagen, wenn dieser Regen, wenn dieser Hutregen, dann wird er noch mal schwerer, auch dann geht das es noch mal mehr zu der Seite. Ja, genau. Wenn Wind geht, mussten wir auch feststellen, dass man da auch schauen muss, dass die Bühne stehen bleibt. Aber wenn so ein Abend ist wie heute und man sieht am Ende die Sterne und man hat so einen leichten Wind, der um die Nase weht und die Menschen sitzen da und sind so bei einem und man ist vor diesem Dom, das hat eine gewisse Magie. Okay, dann wünsche ich dir und dem gesamten Cast vor und hinter der Bühne eine möglichst milde Spielzeit und ich denke, für dich ist nach dieser Spielzeit auch der dritte Roswitha drin, würde ich mal so behaupten. Ach du Herz, vielen Dank. Viel Erfolg und alles Gute. Dankeschön. Hello, Dolly. Goodbye. Ciao.
den Gandersheimer Doppelspielen. Wir versuchen immer wieder mehr zu machen und dieses Jahr hat diese Produktion auch wieder gezeigt, man kann auch nochmals eine Schippe drauflegen. Und ich hoffe, Sie haben gesehen, was wir damit meinen. Und unser wunderbaren Ensemble. In jedem Falle sind das unsere Ensemblemenschen gewesen, nämlich Jean Rehe. Choreografie gemacht von diesem Abend. Dominik Müller. Sie müssen sich vorstellen, weil es extrem schwierig ist, dass man spielt auf der Bühne und dann zugleich auch noch, auch in der Rolle des Dance Captain, aber auch des Choreografen immer die ganze Zeit auch beobachten muss, wie werden denn die Choreografien ausgeführt, aber eigentlich muss man auch noch spielen. Also ich könnte diese Doppelfunktion nicht. Ich bin wirklich ganz, ganz begeistert von euch, dass ihr so etwas überhaupt könnt. Das ist wirklich toll. Und so toll war auch unsere Hauptdarstellerin als Dolly Levi, Nadine